Hallo allerseits, willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2020. Wie immer schauen wir uns an, was ich gerade so in Arbeit habe, was es Neues gibt rund um den Kanal und worauf ihr euch sonst so freuen könnt in den nächsten Wochen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ich persönlich musste einigen Verpflichtungen nachkommen, deswegen sind da jetzt einige Wochenenden in letzter Zeit draufgegangen, wo ich eben nicht hier an meiner Werkbank sitzen konnte und Modelle bauen konnte. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, das Gröbste ist jetzt vorbei und ich kann wieder ein bisschen mehr Zeit hier verbringen. Und das ist natürlich auch gut für den Kanal. Besonders der März wird modellbauerisch wieder sehr interessant, weil es stehen wieder einige Ausstellungen an. Die Saison geht jetzt sozusagen wieder los, was uns jetzt auch schon zu den aktuellen Terminen bringt. Da habe ich 3 Ausstellungstermine für euch. Der erste Termin sind die 6. Fürstenfelder Modellbautage am 29. Februar und am 1. März. Das ist jetzt schon wieder bald. Da werde ich als Aussteller wieder vor Ort sein, wie schon die ganzen Jahre zuvor, und meine Modelle präsentieren und natürlich auch für euch für den kleinen Ratsch zur Verfügung stehen. Das ist eine schöne und gemütliche Ausstellung, wie ich finde, und man kann auch ganz gut einkaufen. Von dem her ist es für mich immer eine gesetzte Veranstaltung, wo ich eigentlich jedes Jahr hingehe, wenn ich irgendwie kann. Und bisher hat es ja immer auch ganz gut geklappt. Die zweite Veranstaltung im März ist die Go Modeling 2020 in Wien. Die findet am 14. und 15. März im Heeresgeschichtlichen Museum statt. Ich werde dort nur als Besucher zugegen sein. Meine Eltern haben mich gefragt, ob wir nicht mal einen kleinen Urlaub in Wien verbringen wollen und wann es mir denn terminlich passen würde. Und da ist es zufällig auf das Wochenende gefallen, wo eben diese Ausstellung stattfindet. Die möchte ich mir einfach gern mal anschauen. Ich habe viel Gutes davon gehört. Ja, toller Rahmen auch im Heeresgeschichtlichen Museum, das stelle ich mir auch ganz spannend vor. Ja, möchte ich einfach mal drüber laufen und mir das anschauen. Und ich bin mir sicher, dass ich da auch den einen oder anderen treffe, den ich schon kenne. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dort sein werde. Ich vermute allerdings eher am 15., also dem Sonntag. Das geht, glaube ich, zeitlich ein bisschen besser auf. Aber ganz sicher ist es nicht. Vielleicht bin ich auch am Samstag da. Das wird man dann sehen. Das entscheide ich dann einfach spontan. Der dritte Termin im März ist dann die Euromodel Expo 2020 in Lingen. Die findet statt am 28. und 29. März. Dort werde ich auch wieder ausstellen, so wie letztes Jahr. Hat mir einfach sehr gut gefallen dort. Und ich werde auch in Zukunft versuchen, da öfter hinzukommen. Wenn es geht, jedes Jahr, weil es einfach schön ist. Super Leute, hochkarätige Veranstaltung, man kann auch gut einkaufen, die Unterkünfte sind auch super da, also gibt es wirklich nichts zu meckern, da lohnt sich die 700 Kilometer Anfahrt für mich durchaus. Ich freue mich schon drauf, wieder meine alten Bekannten dort zu treffen und vielleicht auch den ein oder anderen neuen Kontakt dort zu schließen. Also wenn ihr mich seht, dann sagt einfach Hallo, ich beiß nicht und ja, dann können wir uns einfach ein bisschen unterhalten. Damit wären die kommenden Termine abgearbeitet. Werfen wir jetzt noch kurz einen Blick zurück auf eine vergangene Veranstaltung, und zwar auf die Spielwarenmesse Nürnberg. Das hat mir wieder großen Spaß gemacht, mich auf der Messe herumzutreiben mit meinen Freunden von YouTube und Instagram. Wirklich eine schöne Sache, sich dort immer zu treffen und gemeinsam die ganzen Modellbau-Neuheiten unter die Lupe zu nehmen und ein bisschen zu diskutieren darüber. Ist einfach ein schöner Austausch, sehr gemütlich und freundschaftlich, das finde ich schön. Also ich werde versuchen, nächstes Jahr wieder mit an Bord zu sein und mir das anzuschauen, weil es einfach wirklich eine hochkarätige Veranstaltung ist, die es weltweit in der Form eigentlich nur einmal gibt. Besonders gefreut hat mich dann auch, dass mein Video über die Spielwarenmesse sehr oft angeschaut wurde, über 20.000 Aufrufe. Das finde ich spitze, da hat sich die Mühe für mich auch gelohnt, das Ganze zu dokumentieren, mich zu informieren und dann eben auch das Video zu machen. Also vielen Dank dafür, das motiviert mich sehr und ich werde auch in Zukunft weiterhin Videos von solchen Veranstaltungen machen für euch. Schauen wir uns als nächstes an, was mich seit dem letzten Update alles für Spenden erreicht haben. Die erste Spende kommt vom Hans-Peter, meinem lieben Vereinskollegen. Der hatte ein paar Gipsbunker geschenkt bekommen und wusste nicht so recht, was er damit tun soll und hat die dann an mich weitergeleitet. Ich habe sie sozusagen adoptiert, diese Bunker. Ich weiß nicht genau, was das für Bunker sind. Wahrscheinlich Atlantikwall-Bunker.
Ich weiß aber nicht, was für ein Hersteller das ist, da war keine Verpackung dabei und wofür ich das jetzt genau verwenden kann, ja, muss ich mir nur überlegen, da muss ich mich noch ein bisschen informieren. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Bunker finde ich eigentlich ganz cool, habe ich auch noch nie so wirklich mich modellbauerisch damit befasst, also wäre jetzt mal eine gute Gelegenheit, so ein kleines Bunkerdiorama zu bauen. Vielen Dank dafür, Hans-Peter, du bist super und wenn du wieder irgendwelche Bunker übrig hast, darfst du die gerne an mich weiterleiten. Die zweite Spende kommt vom Benjamin oder dem Freakazoid aka Ben, wie er sich auf YouTube nennt. Der hat einen sehr schönen YouTube-Kanal zum Thema Modellbau. Den solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, kann ich sehr empfehlen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Der hat mir gleich diverses zukommen lassen. Und zwar hier zu Anfang mal von Zebrano 2 Riesenfiguren. Und zwar sind es 2 freifranzösische Soldaten. Finde ich sehr interessant. Zumal ich jetzt auch den Hersteller Zebrano bisher noch nicht kannte. Und die anderen Sachen sind fürs Ferienprogramm gedacht. Das freut mich natürlich besonders. Ich habe noch einiges Baumaterial auf Lager für meinen Workshop, aber es kann nie schaden, wenn noch ein bisschen was dazu kommt. Ja, das schauen wir uns auch noch kurz an. Hier von Revell die HMS Kelly, dann die USS Iowa, eine Spitfire in 1:72 und dann noch mal hier 2 F5 und zwar hier als Starterpack mit bisschen Farbe, Pinsel und Kleber dabei. Auch sehr nützlich. Ich weiß nämlich, dass die Jungs vom Ferienprogramm alte Pinselmörder sind und ja, da ist es gut, wenn ich hier so eher schrottige Pinsel habe. Die können sie dann auch gern vernichten innerhalb von 2 Tagen. Das finde ich jetzt nicht weiter tragisch. Meine guten Pinsel sind mir da ein bisschen zu schade dafür. Ja, vielen Dank, Ben. Sehr großzügig von dir. So Resinfiguren kann man immer brauchen. Und die Kinder werden sicherlich sich drüber freuen. Ja, vielen Dank dafür. Und ihr schaut gleich mal beim Ben vorbei. Dann habe ich auch noch ein paar Bausätze zur Bewertung erhalten. Das möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Hier 5 Packungen mit Resinfiguren von Global Miniatures aus Polen. Da wurde ich kontaktiert, ob ich mir die Figuren mal näher anschauen möchte und eben gegebenenfalls auch auf YouTube mal herzeigen möchte. Gehen wir mal kurz durch, was das alles ist. In jedem Set sind immer 2 Figuren drin. Das erste Set sind hier 2 sowjetische Panzersoldaten. Das zweite Set sind 2 deutsche Panzersoldaten, wobei einer verwundet ist und gerade verarztet wird. Dann haben wir hier 2 polnische Panzerjäger. Ganz interessant finde ich, sehr dynamisch. Und dann 2 Sets mit deutschen Panzersoldaten, die gerade Munition einladen in ein Fahrzeug. Ist eigentlich ganz cool. Ja, wie gesagt, sind Riesenfiguren, Maßstab 1:35. Ja, ich kannte den Hersteller bisher nicht, scheint eher eine kleinere Firma zu sein. Ja, ich habe vor, 1 oder 2 Sets in den nächsten Wochen einmal vorzustellen, damit ihr wisst, was das ist. Und ja, ist mal was anderes. Kennt man so noch nicht. Ich denke auch, dass es nicht viele Modellbauer gibt, die da einen Bausatz haben. Und deswegen ist es wohl umso interessanter, da mal einen Blick reinzuwerfen. Des Weiteren hat die Firma Gero Design mir wieder was zugesendet zur Bewertung. Da haben wir hier einmal ein Tarnnetz. Das ist wohl für Bundeswehrfahrzeuge gedacht. Wobei das echte Tarnnetz bei der Bundeswehr ein bisschen anders aussieht. Aber ich denke, wenn man das in den Staukorb reinstopft, sieht das ganz gut aus. Dann habe ich noch einen zerstörten Gasthof und ein zerstörtes Stadthaus. Beides in 1:35. Die Mauerteile sind aus Gips oder Gießkeramik und die feineren Teile wie Türen, Fensterrahmen und Fensterläden sind Laserteile. Das ist neu bei Gero Design. Das hatten sie früher nicht. Sollte den Detailgrad doch ganz erheblich steigern. Finde ich gut. Also so allmählich machen die sich ganz gut. Und ich habe vor, einen dieser beiden Gebäudebausätze mal demnächst in dem Video zu zeigen. Ist nicht ganz uninteressant das Ganze, vor allem auch vom Preis her. Also definitiv
wert, dass man sich das näher anschaut. Wie schon eingangs erwähnt, bin ich in letzter Zeit relativ wenig zum Modellbauen gekommen. Deswegen kann ich euch auch keine fertigen Projekte zeigen, die ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Und auch dieses Diorama hier zum Thema englischer Bürgerkrieg hat keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Ich habe nur hier angefangen, den Rahmen zu verschleifen. Da muss ich aber nur spachteln und nochmal schleifen. Also das ist sozusagen nur die erste Bearbeitungsstufe. Selbes gilt für mein Flakpanzer 38 Diorama mit dem Flügel des Horsa-Gleiters. Auch da hatte ich relativ wenig Muße und Zeit dafür, um da weiterzumachen. Ja, werde ich bei Zeit mich dran machen. Und wenn es noch ein paar Monate steht, dann ist es so. Ich meine, ist ja kein Wettrennen. Womit ich allerdings ganz gut vorangekommen bin, ist der Panzer 35T von Bronco, den ich als rumänischen R2-Panzer baue. Der ist fertig zusammengebaut und auch schon in der Lackierungsphase. Ich persönlich bin sehr angetan von dem Bausatz, hat alles gut zusammengepasst, die Detaillierung ist hervorragend, klar, die Teileanzahl ist sehr hoch und es sind auch einige Bauschritte dabei, die doch etwas fragwürdig sind, weil sie doch sehr kompliziert angelegt sind, aber alles in allem, ja, ein schöner Bausatz, ein schönes Modell, was will man mehr? Anschließend habe ich mit der Lackierung begonnen, erst wurde das Modell mit schwarzer Farbe grundiert. Danach kam von Revell das Matt 78 Panzergrau drüber. Das habe ich dann mit Maskol betupft an einigen Stellen und danach mit Revell Matt 65 Bronzegrün drüber lackiert. Nachdem dann die Farbe trocken war, konnte man das Maskol wieder abziehen und so ergeben sich dann ganz feine Lackerplatzer an einigen Stellen. Das finde ich ganz interessant. Das soll eben zeigen, dass dieser 35T ursprünglich mal ein deutsches Fahrzeug war, was dann eben an die Rumänen weitergegeben wurde, die das dann überlackiert haben. Anschließend geht es jetzt dann an die Detailbemalung und an die Abziehbilder. Da habe ich welche von Peddinghaus, das sind die rumänischen Abziehbilder mit dabei. Ich habe erst vor kurzem Abziehbilder von Peddinghaus verwendet und war jetzt nicht so ganz angetan. Ich hoffe, die sind ein bisschen besser hier. Wenn die Abziehbilder eher mäßig sind, ist es auch nicht so schlimm, weil ich vorhabe, dass der Panzer noch eine Wintertarnung bekommt. Und da kann man vielleicht das eine oder andere noch kaschieren. Für die Wintertarnung möchte ich auch wieder mit Maskol arbeiten, um eben so eine verschlissene Wintertarnung hinzubekommen. Und da ist auch meine Absicht, da ein Video dazu zu machen, um das zu zeigen, wie so ein Tutorial eben. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch ein Diorama dafür. Die Grundplatte habe ich schon gebaut. Ja, typischer Aufbau, eine Holzplatte, außen mit Balsaholzplatten verschalt, innen mit Styropor aufgefüllt und obendrauf dann eine Schicht Modelliermasse. Dargestellt werden soll eine Szene von den Kämpfen an den Flanken von Stalingrad. So eine Winterlandschaft hier so mit einem umgestürzten Schlitten, der ist von Stalingrad. Und dann noch hier zwei Figuren, das sind rumänische Soldaten von D-Day. Hier die Verpackung. Mir ist bloß aufgefallen, dass wenn es um Resinfiguren geht in dem Maßstab, ich schon wesentlich bessere Figuren gesehen habe, zum Beispiel von Alpine oder auch von JSM zum Beispiel. Ja, die Figuren von D-Day sind okay, muss aber auch viel versäubern bzw. auch spachteln. Ich hatte dann noch das Problem, dass hier der Rand von dem Helm ausgebrochen war. Den musste ich dann nachmodellieren, damit es noch brauchbar war. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden mit den Figuren, aber ich glaube in Zukunft werde ich nicht mehr so viele Figuren von D-Day mir holen. Dann habe ich auch noch hier einen einzelnen Kopf. Das ist der Kopf vom Panzerkommandanten, der hier dann eben durch diese leicht geöffnete Turmluke rausschauen soll. Wird man später kaum sehen, aber man sieht auf vielen Fotos von diesen 35Ts so eine ganz knapp geöffnete Luke, wo eben einer rausschaut, und das finde ich ist ein super Detail. Habe ich auch schon mal bei dem Academy 35T so gemacht, hat mir gut gefallen und das möchte ich hier auch wieder machen. Ich habe vor, in nächster Zeit meinen Fokus auf dieses Diorama zu legen. Da ist nicht mehr allzu viel zu tun und das möchte ich auf jeden Fall bis zum nächsten Update irgendwie fertig haben.
Die meiste Arbeitszeit der letzten Wochen ist allerdings in dieses Diorama geflossen, und zwar die Kollision zwischen dem T34 und dem Stuck 3. Da habe ich die ganzen Figuren vorbereitet und auch von IBG-Models das Motorrad gebaut. Das ist eine BMW R12 und sieht auch ganz nett aus, wenn es zusammengebaut ist, aber um da hinzukommen, braucht man schon wirklich einige Nerven. Der Bausatz ist stellenweise gar nicht so einfach und macht auch nicht sonderlich viel Spaß. Wenn ihr also eine R12 bauen wollt, dann würde ich euch jederzeit die von Svesta empfehlen. Die ist wesentlich einfacher zum Bauen und von den Details her sogar noch ein bisschen besser. Die Figuren habe ich wie immer aus verschiedenen Figurenteilen zusammengeschustert. Teilweise wurden die Figuren aus der Schachtel gebaut, teilweise stark abgeändert. Also da habe ich querbeet mich wieder aus der Restekiste bedient. Da mal ein Kopf, da mal ein Arm, Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Einfach um passende Posen hinzubekommen und auch Figuren zu bekommen, die eben genau hier zu den Fahrzeugen passen. Dass das sich jetzt hier da an der Luke festhält, ist gar nicht so leicht zu schaffen. So eine Figur gibt es einfach nicht, die muss man sich selber ein bisschen zurechtschnitzen. Zu diesem Diorama mache ich ja auch einen Baubericht. Die ersten beiden Teile sind ja schon verfügbar auf YouTube und jetzt werde ich mich an den dritten Teil machen in den nächsten Wochen. Der wird dann vorab auf Patreon zu sehen sein für meine Unterstützer da und in den nächsten Wochen und Monaten wird der dann auch öffentlich auf YouTube zu sehen sein. Und zu guter Letzt habe ich noch was Neues angefangen, und zwar von Itellery, den Crusader Mark I. Das ist jetzt so ein Projekt, das relativ geringe Priorität genießt. Das habe ich nur angefangen, weil ich mich ab und zu mit ein paar Modellbaukollegen treffe vom Verein, wo wir uns dann eben zusammenhocken und zusammen Modelle bauen. Ja, und da braucht man einfach irgendwas zum Kleben, weil ich jetzt ungern meine Farben oder meinen Airbrush-Kompressor mitschleppe. Ja, musste ich irgendwas zusammenbauen und das war dann eben meine Wahl. Obwohl das ja schon ein relativ alter Bausatz ist, finde ich den eigentlich immer noch ganz schön. Die Details sind eigentlich ausreichend. Der Zusammenbau relativ einfach, es passt auch alles so einigermaßen. Gibt es eigentlich wirklich nicht viel zum Meckern. Einzig die Gummiketten des Bausatzes sind nicht so schön. Da nehme ich Friolketten her natürlich, das ist immer die beste Option. Und um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten, kommt auch noch ein Zuladungsset von Panzerart dazu. Am Ende soll dann das Fahrzeug dieses britische Counter-Tarnschema bekommen. Das finde ich ganz interessant, habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Da habe ich ein passendes Farbset dafür von Live Color, das ich ja schon mal verwendet habe letztes Jahr. Hat ganz gut funktioniert und das möchte ich hier nochmal machen. Und natürlich gibt es dann noch eine kleine Dioramen-Base dazu, aber nichts Weltbewegendes. Wahrscheinlich nur ein Stück Wüste, ein Straßenschild und vielleicht 2, 3 Figuren dazu, mehr nicht. Also was ganz Einfaches. Alles klar, dann schauen wir uns als nächstes an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen zugelegt habe seit dem letzten Update. Da waren doch, glaube ich, wieder ein paar ganz interessante Sachen dabei, vor allem Figuren oder auch der rhodesische T55 von Mini Art. Das hätte ich ja nie zu träumen gewagt, dass es da mal
einen speziellen Bausatz dafür geben könnte, kommt natürlich meinem Interessensgebiet dahingehend auch sehr entgegen. Finde ich super. Und da habe ich auch vor, dass ich den vielleicht im Laufe des Jahres mal irgendwie anfange zu bauen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ich werde bestimmt auch den einen oder anderen Bausatz, den ihr gerade gesehen habt, mal in einem Video vorstellen. Wobei ich auch noch ein bisschen im Hintertreffen bin mit anderen Bausätzen, die ich schon längst zeigen wollte. Die liegen da drüben. Da ist noch so einiges dabei, was ich eigentlich über Weihnachten filmen wollte, aber da hatte ich keine Zeit und danach irgendwie auch nicht. Liegt da alles noch griffbereit. Ja, Bausätze vorstellen macht Spaß und ist, glaube ich, auch ganz interessant. Da gehen mir eigentlich die Bausätze dafür auch nie aus. Gut, damit wären wir am Ende des Updates. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Ja, die nächste Zeit wird ziemlich spannend für mich, allein schon wegen den ganzen Messen, zu denen ich fahre und mir das anschaue. Da könnt ihr natürlich auch wieder mit entsprechenden Messeberichten rechnen zu den jeweiligen Ausstellungen. Das lasse ich mir nicht nehmen und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.